Weißt du eigentlich, dass du Kosten von der Steuer absetzen kannst? Natürlich wirst du wahrscheinlich jetzt sagen, das weiß jeder. Aber weißt du eigentlich auch, was das genau heißt und wo und wie man das eigentlich macht? Wenn nicht, dann bleib dran, dann ist dieses Video nämlich genau das Richtige für dich. Doch bevor wir einsteigen, möchte ich mich beim Sponsor dieses Videos bedanken und das ist Safdesk. Safdesk ist ein Online-Buchhaltungsprogramm, mit dem selbstständige und kleine Unternehmen selbst ihre Buchhaltung erledigen können. Und das ist die App, die Software, mit der du all deine steuerlichen und buchhalterlichen Verpflichtungen während eines Jahres erledigen kannst. Also du kannst deine Rechnungen schreiben, du kannst deine Eingangsrechnungen erfassen. Also das sind die Rechnungen, die du halt von deinen Dienstleistern und Lieferanten bekommst. Und diese Kosten kannst du in der Buchhaltung, also in Safdesk, berücksichtigen und dann dadurch von der Steuer absetzen. Kommen wir gleich dazu. Das heißt aber, du hast die Ausgangsrechnung, die Eingangsrechnung, du kannst dein Bankkonto mit Safdesk verknüpfen und dann jeweils die Transaktionen mit den entsprechenden Rechnungen verbinden. So siehst du dann jeweils auch noch, welche Rechnungen, die du gestellt hast, offen sind und welche Rechnung du noch bezahlen musst. Hast da jederzeit einen Überblick. Das Ganze wird dann abgerundet und führt am Ende zu zum Beispiel der Umsatzsteuervoranmeldung, die du direkt aus Safdesk abschicken kannst, und einmal im Jahr machst du eine Steuererklärung und die Grundlage, wenn du selbstständig bist, ist die Einnahmenüberschussrechnung. Die bekommst du natürlich auch in Safdesk. Safdesk ist eine Cloud-Lösung, hat eine App, kannst du über den Browser bedienen, hat diverseste Schnittstellen und viele weitere Vorteile. Schau es dir unbedingt einmal an, klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung und mit dem Code STEUERFIT50 sparst du 50% auf die Jahrespakete. Und damit kommen wir zurück zu der Frage, was kann man eigentlich absetzen und wo? Ich möchte in diesem Video vor allen Dingen 3 Töpfe unterscheiden, also 3 Bereiche, in denen man ja etwas von der Steuer absetzen kann. Und der erste Bereich sind Betriebsausgaben. Und diese Betriebsausgaben, die habe ich eben schon angesprochen, die setzt du direkt in deiner Buchhaltung an. Das heißt, alle Kosten, die du brauchst, um deine Selbstständigkeit auszuführen, also die einen direkten Zusammenhang haben mit den Umsätzen, die du generierst, die kannst du als Betriebsausgabe absetzen. Also Reisekosten, Wareneinkauf, Werbekosten, Personalkosten, externe Dienstleister und so weiter. Alle Kosten, die du brauchst, um Umsätze zu generieren, die kannst du direkt als Betriebsausgabe in deiner Buchhaltung berücksichtigen. Das heißt, die lädst du dann zum Beispiel bei Safdesk einfach hoch und kategorisierst die und dadurch reduziert sich dein Gewinn, weil du zahlst deine Steuern nicht auf deinen Umsatz, sondern auf deinen Gewinn. Und dann ist auch relativ logisch, je mehr Kosten und je mehr Betriebsausgaben du hast, desto niedriger wird dein Gewinn und desto niedriger wird deine Steuerlast. Und deswegen ist es natürlich super attraktiv, Dinge direkt in der Buchhaltung als Betriebsausgabe abzusetzen. Und letztendlich muss eine Ausgabe auch nicht sofort im gleichen Jahr für einen Umsatz sorgen, sondern du kannst auch Betriebsausgaben absetzen, die potenziell in der Zukunft für Umsätze sorgen sollen. Zum Beispiel Werbekosten oder aber auch Fortbildungskosten, Seminare, Messen, tatsächlich sogar auch ein Zweitstudium beispielsweise. Wenn du Bachelorstudium gemacht hast, dann ist das Masterstudium Zweitstudium und schon eine berufliche Weiterqualifizierung und dann kannst du die Kosten für dein Masterstudium als Betriebsausgabe absetzen, weil diese Weiterqualifizierung, Masterstudium, sorgt dafür, dass du in Zukunft mehr abrechnen kannst bei deinen Kunden, weil du jetzt ja ein Master in irgendetwas bist. Und sowas gehört direkt in deine Buchhaltung als Betriebsausgabe, reduziert dadurch deinen Gewinn und dadurch auch deine Steuerlast. Die Analogie zu Betriebsausgaben sind übrigens Werbungskosten. Das ist das, was du als Angestellter hast. Jeder kennt das, glaube ich, so die Pendlerpauschale, Bewerbungskosten und den ganzen Kram. Den kannst du dann in deiner Einkommensteuererklärung absetzen und gegen dein Gehalt gegenrechnen. Da du als Selbstständiger kein Gehalt hast, musst du deine laufende Buchhaltung machen. Und du hast wahrscheinlich auch deutlich mehr Kosten als Selbstständiger, weil im Gegensatz zu Angestellten musst du dein ganzes Arbeitsequipment und auch die Akquise von neuen Umsätzen ja selbst bezahlen. Deswegen hat ein Selbstständiger in der Regel viel, viel mehr Kosten. Da gibt es in der Regel auch keine Pauschalen. Das heißt, du setzt da die tatsächlichen Kosten an. Und je mehr Kosten du in der Buchhaltung hast, desto niedriger der Gewinn, desto niedriger die Steuer. So einfach ist die Berechnung. Und das Ergebnis deiner Buchhaltung, also das Ergebnis, was du aus Safdesk am Ende rausholst, ist die sogenannte Einnahmenüberschussrechnung. Also das ist der Überschuss deiner Einnahmen über die Betriebsausgaben. Das ist das Format, was du aus deinem Buchhaltungsprogramm holst, also Safdesk, und dann in die Anlage EUR überträgst. Weil diese Anlage EUR ist eine Anlage zur Einkommensteuererklärung und die musst du als Selbstständiger auch zwingend machen. Und in dieser Einkommensteuererklärung hast du noch 2 weitere Kostenarten, die du berücksichtigen kannst und von der Steuer absetzen kannst. Und der erste große Kostenblock, also der erste
Topf in der privaten Einkommensteuererklärung, den du absetzen kannst, sind die sogenannten Sonderausgaben. Sonderausgaben sind private Ausgaben, bei denen der Staat aber möchte, dass du sie bitte hast oder dich zum Teil sogar gesetzlich dazu verpflichtet, dass du sie hast. Und die kannst du auch von der Steuer absetzen. Die sind deswegen wichtig, weil du streng genommen deine Steuer nicht zahlst auf deinen Gewinn, sondern auf dein zu versteuerndes Einkommen. Das heißt, du kannst in der privaten Einkommensteuererklärung noch einiges absetzen. Und als Sonderausgabe gelten zum Beispiel Vorsorgeaufwendungen, also Zahlungen in die Rentenversicherung, in die Krankenversicherung, aber auch Berufsunfähigkeitsversicherung, Haftpflichtversicherung, so und die ganzen anderen Versicherungen, die du steuerlich absetzen kannst, das sind alles Sonderausgaben. Außerdem gehören dazu noch Spenden unter bestimmten Voraussetzungen, Unterhaltszahlungen, die gezahlte Kirchensteuer von dir oder aber auch die Kosten für eine Erstausbildung. Über die Zweitausbildung haben wir schon gesprochen, die sind quasi weiter oben in der Berechnung in den Betriebsausgaben absetzbar, die Erstausbildung als Sonderausgabe im privaten Bereich, das heißt in der Einkommensteuererklärung. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, weil ich diesen Fehler ganz häufig sehe. Diese Sonderausgaben solltest du bitte nicht über deine Selbstständigkeit und damit auch nicht über dein Geschäftskonto bezahlen. Deine private Krankenversicherung, deine Rentenversicherung und so weiter sind private Ausgaben, die kannst du von der Steuer absetzen, aber nicht im Rahmen der Buchhaltung, sondern im Rahmen der Sonderausgaben in der persönlichen Einkommensteuererklärung. Ich kriege das mit, dass da immer wahnsinnig viel Verwirrung ist, weil wenn du in deiner Selbstständigkeit Angestellte hast, dann kannst du die Krankenversicherung und die Rentenversicherung und so weiter deiner Angestellten tatsächlich in der Buchhaltung als Betriebsausgabe buchen. Warum? Weil das einfach Nebenkosten sind, um diese Mitarbeiter zu beschäftigen. Deine eigenen Vorsorgeaufwendungen haben nichts in der Buchhaltung zu suchen und dürfen damit auch nicht den Gewinn deiner Selbstständigkeit reduzieren. Du darfst sie aber in der Einkommensteuererklärung als Sonderausgabe absetzen. Aber nach den Sonderausgaben ist auch noch nicht vorbei und du hast dein zu versteuerndes Einkommen berechnet, sondern da hast du auch noch den Topf der außergewöhnlichen Belastungen, die du quasi auch nochmal absetzen kannst in deiner Einkommensteuererklärung. Und diese außergewöhnlichen Belastungen ist der dritte Topf, von dem ich gesprochen habe. Außergewöhnliche Belastungen sind vom Gesetzgeber gedacht, Kosten, die zwangsläufig entstehen und unter denen du mehr leidest als andere. Man kann umgangssprachlich auch sagen, dadurch sollen Schicksalsschläge abgemildert werden, weil du, wenn du einen Schicksalsschlag hast, häufig auch Kosten hast. Und die sind außergewöhnlich. Und der Gesetzgeber möchte, dass wir zwar alle irgendwie belastet werden mit der Einkommensteuer, aber nicht, dass wir überverhältnismäßig doll durch Schicksalsschläge auch finanziell in Mitleidenschaft gezogen werden. Und deswegen kannst du dir merken, wenn du zwangsläufige Kosten hast, die die meisten anderen nicht haben, dann könnten das außergewöhnliche Belastungen sein. Ganz typischerweise sind das Gesundheitskosten, Pflegekosten, Kosten, die im Zusammenhang mit einer Behinderung entstehen, Beerdigungskosten, Unterhaltszahlungen, Scheidungskosten oder unter Umständen Lösegeldzahlungen. Ich hoffe nicht, dass du sowas jemals zahlen musst. Aber solche Kosten sind außergewöhnliche Belastungen. Und der Gesetzgeber wäre nicht der Gesetzgeber, zumindest nicht im Steuerrecht, wenn das jetzt wäre. Nee, der macht das Ganze noch ein bisschen komplizierter, weil er sagt, naja, das sind zwar überraschende, zwangsläufige Kosten, aber in Masse kann man ja schon davon ausgehen, dass hin und wieder auch was Außerplanmäßiges passiert. Deswegen zieht man von diesen außerplanmäßigen Kosten noch einen Anteil ab, und zwar die zumutbare Belastung. Das heißt, nicht der gesamte absolute Betrag kannst du von der Steuer absetzen, sondern den Gesamtbetrag minus zumutbare Belastung, der dann abhängig ist von deinem sonstigen gesamten Einkommen. Super komplizierte Berechnung, darum soll es hier auch ehrlicherweise gar nicht gehen. Ich habe mal ein separates Video aufgenommen über die Berechnung der Einkommensteuer und Berechnung der außergewöhnlichen Belastungen. Das verlinke ich dir oben rechts einmal. Hier an der Stelle geht es mir nur darum, dass du mal gehört hast, auch diese Kosten kannst du absetzen, aber auch diese Kosten haben nichts in deiner Buchhaltung zu suchen und haben auch nichts in den Sonderausgaben zu suchen, sondern die gehören in den Topf außergewöhnliche Belastungen. Und grundsätzlich kann man über diese drei Kostentöpfe sagen, je höher in der Berechnung du Kosten absetzen kannst, desto günstiger. Betriebsausgaben sind nahezu unlimitiert absetzbar. Also, solange es irgendwie betriebswirtschaftlich notwendig ist und zu deiner Selbstständigkeit gehört, kannst du Kosten absetzen. Gar kein Problem. Bei Sonderausgaben ist das schon wieder so ein bisschen komplizierter, weil es manchmal so Quoten gibt oder Maximalbeiträge. Super kompliziert. Jede einzelne Position für sich wird irgendwie anders ein bisschen berechnet, aber man kann Sonderausgaben nicht 1:1, so wie das auf dem Kontoauszug quasi bei dir abgeflossen ist, 1:1 absetzen ohne Limit. Das geht bei Sonderausgaben nicht. Das heißt, das ist schon so ein bisschen beschnitten
in den Möglichkeiten, tatsächlich steuerlich wirksam zu sein. Und bei den außergewöhnlichen Belastungen habe ich eben schon erwähnt, da gibt es die zumutbare Belastung und so weiter. Da kann es unter Umständen tatsächlich auch mal sein, dass du bestimmte Arztrechnungen einfach gar nicht absetzen kannst, weil diese Kosten gar nicht über die zumutbare Belastung hinausgehen. Das heißt, das ist der unattraktivste Topf. Und wenn du theoretisch die Möglichkeit hast, Kosten unterschiedlichen Töpfen zuzuordnen, dann fang lieber oben an, als weiter unten in der Berechnung. Und damit kommen wir zu einer ganz zentralen Frage, und zwar der Frage, was bringt mir das Ganze? Ich habe ja schon gesagt, du zahlst am Ende weniger Steuern, wenn du Kosten von der Steuer absetzen kannst. Aber in welchem Maße? Weil ich bekomme gerade bei Diskussionen in Social Media ganz häufig mit, dass so gesagt wird, das hat das Finanzamt gezahlt. Am übelsten ist das ehrlicherweise immer bei Firmenwagen, wenn jemand sagt, ah nee, das ist ein Gewerbeleasing, deswegen zahle ich dafür ja gar nichts, das läuft über die Buchhaltung. Sorry, was für ein Schwachsinn. Das geht nämlich nicht. Wir berechnen ja einen Gewinn bzw. ein zu versteuerndes Einkommen weiter unten. Und wenn wir dann zusätzliche Kosten oben in der Berechnung mit reinsetzen, dann reduzieren wir das zu versteuernde Einkommen. Das heißt aber nicht, dass wir diesen Betrag jetzt 1:1 von der Steuer zurückbekommen. Wenn du für dein Gewerbeleasing 1000 Euro im Monat ausgibst, dann überweist dir das Finanzamt dafür nicht 1000 Euro zurück und du kannst sagen, naja, das Finanzamt hat das bezahlt. Niemals. Was passiert, wenn du 1000 Euro Betriebsausgaben erhöhst quasi und dadurch den Gewinn um 1000 Euro reduzierst, dann musst du 1000 Euro weniger versteuern. Und der steuerliche Effekt ist dann ganz maßgeblich abhängig davon, wie hoch dein Steuersatz ist. Wenn dein Steuersatz bei 40% liegt, dann sparst du durch 1000 Euro zusätzliche Betriebsausgaben 40% von diesen 1000 Euro 400 Euro. Du zahlst aber die 600 Euro, also die verbleibenden Euros, dann immer noch aus eigener Tasche. Und wenn dein persönlicher Steuersatz nur bei 20% liegt, dann sparst du durch 1000 Euro zusätzliche Betriebsausgaben nur 200 Euro Steuern und 800 zahlst du quasi aus eigener Tasche. Und das sollte dir ehrlicherweise jederzeit bewusst sein. Das führt nämlich dazu, dass es überhaupt gar keinen Sinn ergibt, sich ausschließlich darauf zu konzentrieren, seine Steuern zu reduzieren. Weil du zahlst in erster Linie einfach nur ganz wenig Steuern, wenn dir auch selber ganz wenig bleibt. Eine Ambition und ein Anspruch sollte eigentlich sein, so viel Steuern wie möglich zu bezahlen, weil der Anteil, der dir bleibt, ist immer größer. Und der wächst auch an. Wenn du viel Steuern bezahlst, bedeutet das automatisch auch, dass du halt viel Einkommen hast. Und das ist ja unterm Strich das eigentliche Ziel. Das Ziel ist es nicht, wenig Steuern zu bezahlen. Das Ziel ist es, möglichst viel Nachsteuern übrig zu behalten. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und habe dir die Frage beantwortet, was es eigentlich heißt, Dinge von der Steuer abzusetzen. Wenn du zu dem Thema noch Fragen hast oder auch schon irgendwelche Diskussionen, Mythen oder Statements gehört hast, bei denen du dir nicht so sicher bist, ob die eigentlich so stimmen, dann lass mich das Ganze gerne mal im Kommentarbereich wissen und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Schau dir auch unbedingt Safdesk an, weil mit Safdesk ist es tatsächlich super einfach, Kosten von der Steuer abzusetzen. Du musst sie einfach nur abfotografieren und hast sie dann direkt in deiner Buchhaltung oder du leitest sie, wenn du eine Rechnung beispielsweise per E-Mail bekommst, einfach per Weiterleitung weiter und dann ist es in Safdesk drin und dann musst du es in Safdesk nur noch einmal kategorisieren und dann hast du sie da schon von der Steuer abgesetzt. Schau dir unbedingt Safdesk an, erster Link in der Videobeschreibung, ich verlinke sie auch noch einmal hier und jetzt könntest du direkt einfach ein weiteres Video auf diesem Kanal anschauen. Zum Beispiel das hier oder das hier.